Klimawandel, CO2-Einsparung, Reduktion des Energieverbrauchs, energetische Sanierung von Wohnhausanlagen, Wärmeverbrauch im Gebäudebestand. Mit diesen und noch mehr Themen beschäftigt sich das Projekt Smarter Together, um so auch Wien zukunftsfit zu machen. Besonders die gewachsenen Stadtteile, also Altbauten, sozialer Wohnbau, müssen, so wie es bei Neubauten bereits üblich ist, auf einen technologischen und umweltfreundlichen Stand gebracht werden. Das Projekt Smarter Together hat gezeigt, wie breit Stadterneuerung aufgestellt werden muss. Ein Projekt, wo erstmals das Thema Smart City und auch die Smart City Rahmenstrategie in die Bestandsstadt gebracht wurde. Weil die gebaute Stadt von heute ist größtenteils die auch in 20 Jahren noch bestehen wird. Also Stadt ändert sich nicht innerhalb von wenigen Jahren komplett. Die städtischen Strukturen von heute werden auch diese, die in Zukunft bestehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, auf diesen Bestand zu schauen. Also wir werden unsere ganzen Klimaziele, Smart City-Ziele nicht erreichen können, wenn wir diese derzeit historisch bestehende Bestandsstadt, gerade in Wien, nicht weiterdenken und weiterentwickeln. Da haben wir in Wien eben die Strategie, dass wir vor allem mit den Leuten reden müssen. Und um diese Stadtteile zu erneuern, müssen wir eben einfach schauen, was haben die Leute für Ideen, was haben sie für Bedürfnisse, was sind für Themen für sie wichtig für die nächsten Jahre. Sanierungsmaßnahmen bringen eine große Verbesserung, sind aber in der Umsetzung auch von Begleiterscheinungen wie Baulärm und Schmutz betroffen. Und sie dauern oft nicht nur Wochen, sondern Jahre. Das ist natürlich eine unerfreuliche Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner. Da braucht man gar nichts schönreden. Und da muss man ihnen auch helfen, damit umzugehen, mit dieser Veränderung. Und deswegen haben wir uns eben ganz viel Zeit genommen für Gespräche, für Aufklärungsarbeit, für Informationsabende mit den Bewohnerinnen, um ihnen ganz genau zu erklären, warum muss ihre Anlage saniert werden, was kostet das, wie wird das finanziert. Und da sind sie oft sehr überrascht, dass das, was wir tun, aus einem EU-Projekt kommt und aus EU-Fördergeldern auch subventioniert wird. Und da kann man sehr erhellende Gespräche dann oft auch führen, wo es auch große Überraschungen dann gibt, dass sich die EU für sowas in Simmering quasi interessiert und das auch fördert. In der neuen Mittelschule am Engplatz ist es Smarter Together mittels eines Wettbewerbs verschiedener Architekten gelungen, ein Modell zur Umsetzung zu bringen, das nicht nur einen neuen Turnsaal, sondern auch ein komplett neues Gebäude entstehen lässt, in dem Kinder aus 2 Schulen zukünftig in 4 energiegerechten Turnsälen turnen können. Am Beginn, wie wir erfahren haben, dass Smarter Together mit unserer Schule stattfindet, war es eine gewisse Reserviertheit. Wie wir dann gehört haben, dass unsere Turnsaalnot mit dem Projekt gelöst werden kann, haben wir jegliche Unterstützung zugesagt. Und es ist ein geniales Projekt, das die EU dabei irgendwo auf die Beine gestellt hat, mit dem Austausch der Fachkräfte, mit dem, dass Pläne ausgetauscht werden, mit dem, dass Technologien, so wie beim Null-Energie-Turnsaal, dass die weitergegeben werden, dass sie teilweise herkommen können. Es waren auch schon 2-mal Abgeordnete der anderen Städte praktisch da und haben sich vor Ort einmal den Ist-Zustand jetzt angesehen. Und auch die Kinder haben natürlich gefragt und wollten dann eben auch wissen aktiv, wie funktioniert eine Solaranlage. Das haben wir dann teilweise in den Physikunterricht oder in den experimentellen Mathematikunterricht eingebaut. Ein bisschen sind sie ja auch in dem Projekt immer wieder in die Planung einbezogen worden. Wir haben so, was wünschst du dir von einem neuen Turnsaal oder auch was wünschst du dir von einem neuen Freigelände draußen? Da haben wir Schülerbefragungen gemacht. Und diese Themen werden im sozialen Lernen behandelt, werden in Berufsorientierung behandelt. Überall dort, wo es halt notwendig ist, dieses politische Mitpartizipieren, dieses Ich trage als Entscheidungsträger später einmal dazu bei, dass vielleicht solche Projekte verwirklicht werden. Das Besondere am Bau der neuen Mittelschule ist, dass sie die zum Heizen benötigte Energie selbst produziert. Doch völlig neu für ein öffentliches Gebäude ist die Möglichkeit, die Räume im Sommer zu kühlen. Dafür mussten Tiefenbohrungen durchgeführt werden, um die Leitungen für die Temperierung zu verlegen.
Diese thermischen Verbindungen in die Erde waren eine riesige Herausforderung für die Kinder, weil sie durch die Zäune immer durchgeschaut haben, was passiert da unten in diesem großen Loch, weil am Anfang war es nur ein Riesenloch, wo dann 15 Bohrungen stattgefunden haben. Die waren dann oft so erschütternd, dass wir es bis ins Haupthaus gemerkt haben, wo die Tische gezittert haben. Das waren schon Stückeln, wo wir oft halt dann, bis es sehr heiß war, uns gewünscht haben, wir können die Zeit noch schneller drehen. Jetzt ist die Zeit vergangen, die 2 Jahre sind um und es ist in den 2 Jahren Gewaltiges passiert. Wir stehen hier momentan über 4 unterirdischen Turnsälen, so dass hier auch noch dieser super freie Sportplatz auf der Ebenenerde entstehen konnte. Und gleichzeitig ist hier so über uns ein Gebäude mit 13 neuen Klassen und Fachräumen, also im Endeffekt über 20 neuen Räumen für die 2 Schulen hier am Standort Engplatz. Ja, und das ganze Gebäude haben wir so konzipiert, dass es also neben den Klassenräumen dann doch auch immer wieder Pausenflächen und sogenannte Multifunktionsflächen gibt, sodass die Schüler, die hier ja den ganzen Tag verbringen, ein ganz vielfältiges Angebot an Bereichen, Flächen und Räumen haben, die ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt Balkone, Terrassen, man hat tolle Ausblicke auf die Kirche vom Engplatz. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wir würden eigentlich gerne mal eine Schule machen, die eigentlich bunt ist, die man mal nicht so klassisch aufzieht mit Holzböden und weiße Wände und ein bisschen schwarz und ein schönes Grau dazu, sondern wo man das eigentlich anders abstimmt. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, weil das natürlich dann auch, diese Farben müssen ineinander übergehen und man kann das nicht einfach nur irgendwo hin machen, sondern das war uns halt auch wichtig, dass das dann sehr, sehr stimmig ist und alles sehr zusammenpasst. Wir stehen hier am Dach vom Engplatz und sehen eigentlich den Unterschied zwischen einem normalen Gebäude und dem Nullenergiegebäude. Hier am Dach erzeugen wir die Energie, die wir im Gebäude dann verbrauchen. Also die größte Herausforderung war, genügend Fläche aufzutreiben und das Dach gut zu befüllen mit Energieerzeugung. Eigentlich sind alle Elemente gut bekannt und woanders auch üblich. Nur die Idee der Zusammenstellung und dass man wirklich so viel Energie erzeugen will, wie man dann verbraucht fürs ganze Jahr, das ist ein neuer Ansatz. Der neue Turnsaal, den Sie hier auch sehen, der spielt alle Stückel und den gibt es nicht nur einmal, sondern 4-mal. 2-mal für die Einserschule, 2-mal für die Zweierschule. Wir stehen in allen Räumen auf Fußbodenheizungen, die wir so gar nicht mitbekommen. Einzig und allein kleine Wächter an den Türrahmen eigentlich angebracht. Und da haben wir eben auch mit einem sehr guten Team erarbeitet, dass es wie vor Ort, dass es einfach eine gute Usability vor Ort braucht für das Lehrpersonal, die sich ja eben um die pädagogische Arbeit kümmern müssen und dass die sehr leicht und verständlich die Haustechnik auch ein Stück weit auf ihre Bedürfnisse einstellen können. Die Anlage ist sehr gut ausgestattet, da ist sehr viel Technik dabei, ist aber relativ einfach fürs Lehrpersonal zu bedienen. Wenn eine Klasse 23 Grad haben will, dann stellt es auf 23 und die anderen wollen es ein bisschen frischer haben, stellen sie auf 21 Grad ein. Und das kann jeder Lehrer selber bedienen. Also unser System ist verbunden mit der MA34. Sobald da eine Störung auftritt, bzw. irgendwelche Werte nicht passen, kann die MA34 reagieren und dementsprechend auch Maßnahmen setzen. Ich als Schulrat würde empfehlen, für die Bauten, was in Zukunft gebaut werden oder Planungsphasen, dass der Schulrat bzw. Lehrpersonal mit einbezogen wird. Weil wir die Endnutzer sind und wir noch 20 Jahre, 25 Jahre hier arbeiten müssen. Umfassende Sanierungsarbeiten wurden auch in der Wohnhausanlage in der Haufgasse durchgeführt. Darüber hinaus wurden im Rahmen von Aufstockungen zu den 486 bestehenden Wohnungen weitere 79 moderne Wohnungen errichtet. Für die KELAG Energie und Wärme war dieses Projekt ein sehr interessantes Projekt. Es war auch eines der komplexesten Projekte, was die Projektstruktur anbelangt. Wir haben insbesondere für die Haufgasse
viele Energieeffizienzmaßnahmen realisiert. Wir haben eine PV-Anlage installiert auf mehreren Gebäuden, die die Warmwasserversorgung unterstützt. Damit gibt es in diesen Gebäuden Warmwasserbereitung aus Sonnenstrom. Also wir freuen uns, dass wir als gemeinnützige Genossenschaft teilnehmen durften an dem tollen Projekt, weil wir damit nicht nur eine unserer größten Wohnhausanlagen saniert haben, sondern ein Gesamtkonzept umgesetzt haben. Eins für die Zukunft. Auf der einen Seite mehr Energieeffizienz durch Einsatz erneuerbarer Energien, auf der anderen Seite auch ein neues Mobilitätskonzept mit dem Anbieten von 3 E-Fahrzeugen. Wir haben bereits 1,5 Jahre vor Bezug begonnen, das Ganze zu konzipieren und haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt in dieser Innovation, dass wir hier erstmals ein E-Car-Sharing im geförderten Wohnbestand in Wien starten können. Und wir haben da natürlich auch unsere Mieterinnen und Mieter mit einbezogen. Ziel war, eine Aktivgruppe zu bilden, sprich aktive Bewohnerinnen und Bewohner, die das E-Car-Sharing gerne nutzen möchten und die auch Aufgaben übernehmen, diese Autos zu pflegen beispielsweise und damit vergünstigt fahren. Für mich ist das eigentlich ein überzeugendes Projekt und ich wünsche mir, dass das in Zukunft in den Großstädten, besonders in so Anlagen wie hier, wo mehrere Leute sind, Schule macht, weil es einfach wirklich genial ist. Die Sanierungsaufgaben der Großwohnanlagen der 60er bis 80er Jahre sind, die in nächster Zeit ja sehr häufig anstehen, in großer Zahl anstehen. Die sind nur zum Teil eine baulich-technische Aufgabe. Das ist natürlich die Grundlage. Ich muss das Geld aufstellen, es muss wirtschaftlich sein. Dazu kommt, dass gerade die Menschen, die so lange da gewohnt haben, nicht unbedingt groß begeistert sind, wenn es Veränderungen gibt. Wir vom Wohnbau Consult sind hier auch regelmäßig vor Ort. Wir haben hier unseren physischen Infopoint installiert, wo wir die Mieter informieren über die einzelnen Sanierungsetappen und auch beratend bei gewissen Anliegen und Beschwerden zur Verfügung stehen und so eine Schnittstelle sind zwischen der Bewohnerschaft und den anliegenden und ausführenden Projektfirmen dann auch. Es wurde versucht, alle Ängste der bestehenden Bevölkerung aufzugreifen, also niemanden mit seinen Themen zu ignorieren sondern ernst zu nehmen. Sozialer Wohnbau ist in Wien ein hoch angesehenes Thema. Das Einbinden der Menschen ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und beim Sanierungsprozess im Gemeindebau in der Loristraße ist dies auch wunderbar gelungen. Die Sanierung des Gemeindebaus hier in der Loristraße ist etwas ganz Besonderes, denn die Mieterinnen und Mieter waren von Anfang an involviert und konnten bei den Sanierungsmaßnahmen mitreden. Das ging über die Farbe der Fassade bis zur Erneuerung der Balkone, aber auch ein Treppenlift wurde eingebaut, Fenster wurden ausgetauscht und somit der Heizwärmebedarf kontrolliert. Wir beschäftigen uns ganz bewusst mit dem Prozess rund um die Sanierung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, weil so eine Veränderung im eigenen Wohnumfeld für die Leute sehr aufregend ist und auch oft mit einem großen Unwohlsein verbunden. Man kann sich das vorstellen, wenn eine Firma sich umstrukturiert oder ein teures Change Management beauftragt, um diese Veränderung zu begleiten, um die Leute auf das neue Berufsbild, auf das neue Lebensbild vorzubereiten. Und wir sehen das beim Wohnraum ist es aber ganz ähnlich eigentlich. Wiener Wohnen ist es natürlich sehr wichtig, dass die Mieter mit einbezogen werden in den Sanierungen. Darum machen wir auch hier alle 14 Tage Mieterbetreuung, wo die Mieterinnen und Mieter auf uns zukommen können. Und oft ist es sehr gut gemeint. In dem Fall wäre gut gemeint gewesen, Bänke aufzustellen, dass die Leute sich da auch wirklich aufhalten können, hinsetzen können. Wo aber die Bewohner gemeint haben, das wollen sie keinesfalls, weil eben die Schlafzimmer dorthin gehen auf diese Seite und sie wollen wirklich diesen Ruhebereich als Ruheraum auch erhalten. Und auf das wurde dann wirklich sehr sensibel eingegangen. Auch wurde um die Bäume gekämpft, indem eben keine Feuerwehrzufahrt errichtet wurde, sondern eine Druckbelüftungsanlage. Also diese Mieterbetreuung hat sich natürlich bewährt und wir werden es auch für zukünftige Projekte mitnehmen und beibehalten, da das eine durchaus positive Geschichte ist und dieser wechselseitige Austausch bringt Wiener Wohnen was und den Mietern natürlich auch. Eine Leerverrohrung im Gebäude dient zukünftigen Digitalisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Glasfasereinbau.
Es gibt noch eine Besonderheit an dem Gemeindebau. Es werden 3 Photovoltaikanlagen errichtet, wo die allgemeinen Bereiche des Hauses beleuchtet werden, die Stiegenhäuser. Und die alten gasbetriebenen Waschmaschinen werden entfernt und durch neue strombetriebene ersetzt. Auch einer der ältesten Gemeindebauten Simmerings in der Herbortgasse wurde im Rahmen von Smarter Together saniert. Wir bringen diesen Gemeindebau aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den energetischen Standard des 21. Jahrhunderts. Das heißt, der Heizwärmebedarf reduziert sich um 80%. Wir bauen 8 neue Wohnungen, die keinen Quadratmillimeter Boden neu versiegeln, weil wir sie auf eine bestehende Struktur aufsetzen. Und es werden Gemeindewohnungen. Das heißt, wir haben keine Befristungen, keine Provisionen und auch keine Eigenmittel zu bezahlen für den Mieter. Wir sanieren hier die Außenanlage, wir machen einen neuen Spielplatz und wir machen ein neues Hofgebäude mit einer Waschküche. In Smarter Together sanieren wir ja sehr viele Gebäude. Ganz wichtig ist dabei, dass wir als Stadt Wien natürlich sehr viel Unternehmen fördern, die Sanierungen unterstützen. Was wir jetzt brauchen, ist, dass auch Mieterinnen und Mieter mitmachen und teilnehmen und selber wirklich aktiv Energie sparen. Energiesparen ist sexy. Das ist die Botschaft, glaube ich, die wir in Smarter Together haben. Smarter Together, gemeinsam gescheitert, das hat sich hier mehr als bewiesen. Wir haben hier in Simmering ein ganzes Grätzl aufgewertet und haben auch die Leute miteinander zusammengebracht. Und deshalb ein großes Dankeschön an Wiener Wohnen, an die Wohnpartner. Vielen Dank an die Teams von Smarter Together. Aber ein ganz besonderes Dankeschön an die Mieterinnen und Mieter für die gute Zusammenarbeit. Weil in Simmering sind wir einfach gemeinsam gescheiter.